Dann schauen wir mal, dass wir das Scope montiert bekommen. Dafür müssten wir, man sieht es hier, die Kimme entfernen, sonst wird es hier nicht passen. Könnte Unterlichtscheiben. Jetzt ist die Frage, ich glaube, das hier oben muss man auch noch lösen, weil das hier die beiden Teile zusammenklammert. Vielleicht muss man auch nur das oberste lösen. Der unterste bleibt erhalten. Da schauen wir jetzt mal. So, man kann hier sehen, die Kimme, dass diese verstellbar ist mittels der Schrauben. Ich kann das mal einmal zeigen, vielleicht sieht man das so von der Seite. Wenn ich hier dran drehe, kommt sie hoch. Jetzt ist er auch schon zu hoch gekommen. Jetzt die Schraube raus. Also man sieht es hier, die Kimme. Die Schraube kann man reinstellen und dann kann man die Kimme runter und rauf stellen. Die ist federbelastet, so dass immer wieder rauf und runter geht. Und hier kann man so, jetzt ist die Kimme ab. Man sieht diesen Schlitten, wo die drauf geschoben ist. Das wird eventuell genau die gleiche Schiene sein wie hier vorne, so dass man da das Scope eventuell auch befestigen kann, wenn es denn hier hinten nicht drauf passt. Hier sieht man nochmal im Detail die Kimme. Hier drunter sitzt dann die Feder unter der Schraube. Hier wird die Feder eingeführt. Und dann wird es auf die Schiene geschoben und in dieses Loch wird die Schraube eingeführt, sodass die Kimme fest sitzt. So, dann versuchen wir jetzt mal das Scope zu montieren. Dafür müssen wir ja erstmal diese Schiene hier lösen. Also gelöst, lockert sich der Halter. So, jetzt kann man gucken, wenn man den jetzt bis dahin verschiebt, dann würde der da drauf und den bis dahin verschiebt, würde der hier drauf passen. Das heißt, wir könnten ihn dann weit machen oder wir können auch hier hinsetzen, auf die und die Geschichte. Das hängt hier hinten von dem Abstand zum Auge ab, was wir dann erst noch testen müssen. Passt noch nicht drauf, so noch weiter lösen. Hier noch nicht ganz. Können Sie aber auch von hinten drauf schieben.
Soll aber eigentlich jetzt unten einhaken. Soll eigentlich so langsam reichen. Dann gehen wir immer noch weiter. Ist eigentlich schon weit genug. So, dann würden wir den jetzt hier drauf lose festmachen. Ganz leicht. Die würde man auch leicht lösen, dass man es verschieben kann. So, und dann müsste man auf der anderen Seite es auch leicht lösen, dass die später dann gleichmäßig angezogen werden können. So, jetzt muss man hier die Wange drauf halten, die Schussposition einnehmen und dass man dann hier mit dem Auge komplett nur noch weiß sieht, ohne schwarze Umrandung. Und wenn nicht, muss man es vor- und zurückschieben, solange bis das so passt. Dass man wenn man hier ganz locker auflegt, dass man hier durch das Fernrohr ganz einwandfrei sehen kann. So, ich habe mir jetzt hier den Abstand richtig eingestellt. Hier mit der Wange drauf, so dass ich das komplette Sehfeld des Scopes sehe. Man sieht, ich bin hier schon bis an die Vorderseite gekommen. So, ich habe jetzt hier auf die Wange meine Wange gelegt und den Augenabstand, der irgendwo ca. 8 cm in der Regel ist, eingestellt. Habe hier leicht festgedreht. Die sind noch handwarm. Man sieht hier, dass die Halter bis kurz davor sind. So, jetzt kann man noch die Höhe ausrichten. Und dafür braucht man hier oben eine kleine Wasserwaage. Und dann wird über Kreuz angezogen, so dass das Fadenkreuz genau lot ist mit der Waffe. Hierfür kann man hier eine Wasserwaage nehmen oder man macht beim Ziel einen Faden mit einem Gewicht und dieser Faden ist dann genau lotrecht und damit kann man auch das Zielfernrohr ausrichten. So, ich zeige das hier nochmal. Also man könnte jetzt hier auf das Gewehr da die Waage drauflegen und um sie zu prüfen, auch nochmal andersrum hinlegen. Wenn das dann genau gleich ist, ist die Wasserwaage noch in Ordnung. Und dann legt man die hier oben drauf. Wenn das Gewehr ausgerichtet ist, legt man die hier oben drauf. Auch nochmal andersrum, damit alles zueinander lotrecht ist. So, ich habe das Gewehr ausgerichtet und jetzt drehen wir über Kreuz ganz langsam an, dass sich die Blase nicht wieder verschiebt. So, nach fest kommt ab.
So, was vielleicht nochmal wichtig ist, man sieht hier zwei Schrauben am Abzug. Erste, die zweite und hier unten eine Öffnung. Die erste kann man hier mit verstellen und die zweite auch. So, eine Anleitung, gemäß Anleitung, ist die erste für den Rastübertritt justieren. Drehen Sie die Rastschraube 1 im Uhrzeigersinn, Rastübertritt vergrößern. Rastübertritt gegen den Uhrzeigersinn verringern. Und der zweite ist für das Abzugsgewicht justieren. Da würde man auch im Uhrzeigersinn das erhöhen und drehen gegen den Uhrzeigersinn verringern. So, dann ist noch wichtig bei dem Zielfernrohr, dass wir hier einmal auch die Parallaxenverstellung haben. Hier ist hier oben ist der Punkt. Der wichtig ist. Ja, stellt er scharf. Also hier kann man die Meter einstellen. Dann gehen wir weiter runter. Hier kann man die Meter einstellen. Von 5 Meter bis 100 Meter und auf unendlich. Kann man so sehen? Ne. Yards. Allerdings in Yards. So, und hier kann man die Vergrößerung einstellen von 3 bis 9. Hier hinten an dem hinteren Gewinde kann man die Dioptrien einstellen, je nach Sehstärke. Das Ganze ist ein 3 bis 9 mal 32. Und damit wäre es schussbereit. Und 200 Bar sind bei der Auslieferung schon drauf. Man sieht das hier im grünen Bereich. Und dann kann man es bis kürzer bei 100 sollte man es nicht ganz leer schießen und wieder mit der Pumpe aufpumpen. Die Pumpe wird dann hier über den Schnellbefüllung eingefüllt.